versteck dich, sonst wird dich der... Ach, sieh mal einer an. Der kleine Indianerhäuptling hat sich im Sumpf verirrt. Komm, der geschmeidige Jaguar rettet dich vor der bösen Schlange. Aber Carla ist doch gar keine Schlange. Doch, die ist sogar eine ganz gefährliche Schlange. So, und jetzt ab, versteck dich, sonst fress ich dich zum Abendessen. Ah. Sie konnte schon immer sehr gut zeichnen. Entschuldigen Sie, ich wollte nicht. Carla hat wirklich Talent. Schade, dass sie kaum mehr Zeit dafür hat. Wenn es nur das Zeichnen wäre. Wenn einem eine Sache besonders am Herzen liegt, zum Beispiel die Holding, dann muss man bereit sein, dafür Opfer zu bringen. Egal wie groß diese Opfer sind. Johannes hat Carla immer vertraut. So sehr, dass er wollte, dass sie und nicht Ansgar die Führung nach seinem Tod übernimmt. Und Carla ist nicht der Typ, der vor Verantwortung davonläuft. Sie stellt sich ihren Aufgaben. Mit allen Konsequenzen. Also, ich finde das sehr bewundernswert. Stella war gestern ziemlich enttäuscht. Ich weiß, aber vielleicht könnt ihr euer romantisches Abendessen zu zweit bald mal nachholen. Charlie, bitte. Ich habe gleich ein wichtiges Gespräch und das ist vertraulich. Ich habe schon verstanden. Nimm diesen Tisch, da bist du völlig ungestört. Danke. Frau Rüwal, bitte setzen Sie sich doch. Einen Espresso. Kommt sofort. Am besten, wir kommen gleich zur Sache. Es geht um eine Art Treue-Test. Ich brauche eine Dame, die geeignet ist für... In meiner Agentur arbeiten nur Profis. Ich brauche eine Dame, die einen Mann verführt und ihn in eine verfängliche Situation bringt. Wie verfänglich darf es sein? Sehr, sehr verfänglich. Sind Sie sicher? Ich habe so meine Erfahrungen mit eifersüchtigen Ehefrauen. Keine Grenzen. Das hier ist ein Vorschuss und das Foto. Sieh an. Sie kennen ihn? Ansgar von Lahnstein. Aber sicher. Ich habe oft genug ähnliche Aufträge für ihn durchgeführt. Dabei war er bei weitem nicht so großzügig wie Sie. Es wird mir ein besonderes Vergnügen. Frau von Lahnstein? Ich habe es mir anders überlegt. Vergessen Sie den Auftrag. Es tut mir leid. Schönen Tag noch. Schön, dass du gekommen bist. Das heißt aber nicht, dass wir einfach so zur Tagesordnung übergehen. Das hatte ich auch nicht vor. Ganz im Gegenteil, ich will mich bei dir entschuldigen. Heißt das, du hast deine Meinung geändert? Ansgar mit Hannes zu erpressen, das ist nicht in Ordnung. Du hattest recht. Und jetzt? Machst du es nicht? Ich war einfach total drüber. Ich habe mich da in was verrannt. Es tut mir wirklich leid. Ich war auch drüber.
Ich glaube, ich verstehe so langsam, warum du das alles machst. Und warum dir die Holding so wichtig ist. Sie ist das, was von meinem Vater übrig geblieben ist. Und kein Wunder, dass du darum kämpfst. Ich würde mir einfach vorkommen wie eine Verräterin, wenn ich Ansgar alles überlassen würde. Ich habe einfach nur Angst, dass sich der Kampf verändert. Dich hart macht. Skrupellos. Solange ich dich habe, passiert das nicht. Ich bin so froh, dass du mich davon abgehalten hast. Habe ich das? Ja. Was ist dein Favorit? Auf jeden Fall der kleine Muck. Und Schneewittchen. Okay, dann nehme ich die Schneekönigin. Das war früher mein Lieblingsmärchen. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass eiskalte Menschen einen Kristallsplitter im Auge tragen. Und ich habe tagelang nach dem Haus der 7 Zwerge gesucht. Ich war davon fest überzeugt, dass es im Wald hinter unserem Haus ist. Das ist schon lustig, was Kinder alles glauben, oder? Oh, sind die für Sophia? Ja, wir wollen ihr zum Geburtstag ein paar Märchen aufnehmen, sozusagen als hausgemachte Hörbücher. Hörbücher? Schöne Idee. Und ich schau mal nach dem Rekorder. Ja. Ich wollte dich nach Ansgar fragen. Ist das was Neues von ihm? Du hast recht. Eigentlich brauchen wir keine Märchen. Wir können Sophia auch einen Schlag aus unserem Leben erzählen. Tja, aber dass die Märchen immer gut ausgehen. Dass du den Plan mit dem Callgirl aufgegeben hast, das war richtig. Aber allzu lange sollten wir den Bruder nicht einfach so gewähren lassen. Ja, das weiß ich. Und mir wird auch bald was einfallen. Ach Gott. Du musst doch noch eine andere Schwachstelle haben, außer Hannes. Und genau die werden wir auch finden. Aber bist du sicher, dass es im Park nicht zu laut ist? Ich finde, das ist wundervoll mit dem ganzen Vogelgezwitscher. Hallo zusammen. Hallo. Guten Tag, Gräfin Lahnstein. Carla, wie geht es dir? Gut, danke. Macht ihr einen Ausflug? Nein. Ach, ich soll euch übrigens alle ganz lieb von Sarah und Leonard grüßen. Hat es Ihnen in Boston gefallen? Es war wunderbar. Du kannst uns ja später mehr darüber erzählen. Komm. Wir wollen eine Hörbuchkassette aufnehmen. Für Sophia. Sie hat morgen Geburtstag. Ah, das weiß ich doch. Ich habe ihr natürlich auch etwas mitgebracht. Wenn du einen Moment wartest, hole ich es schnell. Gib's Justus. Ist einfacher. Die einzeln oder zusammen? Ach, einzeln, dann hat sie mehr zum Auspacken. Also gut. Aber guck mal. Wie findest du die hier? Davon habe ich noch 5 in groß bestellt. Super, oder? Ich hoffe, Sophia gefallen sie auch. Rat was. Aber jetzt müssen wir erst mal die alle hier aufblasen. Alle. Ja, du darfst auch mitmachen. Du musst. Also gut, her damit. Das war so großartig. Möchten Sie Platz nehmen? Nein, ich lese lieber in der Bibliothek. Haben Gräfin Lahnstein noch einen Wunsch? Sie können Feierabend machen, Justus, danke. Die Geschenke Ihrer Frau Mutter für die kleine Sophia. Ich habe ganz vergessen, sie Ihnen zu geben. Gräfin Francesca bat ausdrücklich darum. Das hat Zeit bis morgen, Justus. Danke. Hilfst du mir mal bitte? Lass doch. Dann merkt deiner Mutter an, dass sie Sophia wichtig ist. Die Luftballons sind auch wichtig. Warum lässt du sie denn immer so auflaufen? Hätte sie ihrem Liebling Ansgar die Firmenleitung nicht übertragen, dann würde ich das nicht tun. Ganz einfach. Wenn der Holding nicht das Sagen hat und niemand sonst. Jetzt unterschreibt das.
Aber das spielt nun wirklich keine Rolle. Und wenn ich es nicht unterschreibe? Haben wir nicht gestern gerade über die Möglichkeit eines Ortswechsels gesprochen? Für den Fall, dass du dich nicht kooperativ zeigst? Wollen wir uns heute vielleicht in der Stadt zum Mittagessen treffen? Was ist das denn für ein schwachsinniger Vorschlag? Ich dachte, weil wir uns noch lange nicht gesehen haben, da gibt es doch sicher einiges zu erzählen. Also wenn du irgendwelche spannenden Anekdoten über Sarah und Leonards Leben in Boston loswerden möchtest, such dir jemanden anders. Wo kommst du denn her? Ich bin auf dem Weg zum Pool. Beim Schwimmen kommen mir nämlich immer die besten Ideen und die brauchen wir jetzt. Ach, das kannst du dir sparen. Das hier ist von Sophias Vater abgegeben worden. Dankeschön, das ist ja riesig. Lars wollte eigentlich selbst kommen, aber leider hat er heute eine wichtige Verhandlung. Tja, vielleicht schafft es ja ein andermal. Oh, jetzt verrate mir doch mal deine Idee, die mein Schwimmen überflüssig macht. Ich habe vorher mitbekommen, wie Ansgar mit Francesca umgeht. Und? Er ist nicht besonders freundlich zu ihr. Das habe ich auch schon mal mitbekommen. Eigentlich redet er mit ihr wie mit einer Angestellten. Ich bin dann mal unten. Aha. Irgendwas läuft da schief zwischen den beiden. Aber was bedeutet das für uns? Also ihre Mutterambitionen laufen ja zurzeit so ziemlich ins Leere. Leonard ist weg. Ansgar behandelt sie wie die letzte Untergebene. Und ich bin auch mehr als distanziert zu ihr. Entschuldige, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Francesca hat Ansgar die Leitung der Holding übertragen, weil sie ihn liebt. Aber jetzt? Könnte sie ihm die Leitung auch wieder wegnehmen? Weil er ihre Liebe nicht erwidert. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der ihre Mutterliebe mehr schätzt als er. Liebe und Respekt als unsere neuen Waffen. Wer hätte das gedacht? Das ist gut. Das ist sehr gut. Und der hier ist von Charlie. Na klar, was sonst? XXL. Mensch, der ist ja fast so groß wie Sophia. Mindestens. Auf alle Fälle wird Sophia den toll finden. Ich hoffe, sie hat keine Angst vor ihm. Gräfin Lahnstein, guten Morgen. Mutter? Entschuldige bitte. Als du gestern aus Boston zurückgekommen bist, da hast du dir sicherlich einen herzlichen Empfang gewünscht. Du wirst es mir wohl ewig übel nehmen, dass ich deinem Bruder die Leitung der Holding anvertraut habe. Damit muss ich leben. Auch wenn ich mir trotzdem ein normales Verhältnis zu dir gewünscht hätte. Das tue ich auch. Und ich glaube, dass Sophia sich wirklich freuen würde, wenn ihre Oma an ihrem 2. Geburtstag mit dabei ist. Wirklich? Sicher. Danke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Sophia. Happy birthday to you. Oh, guck mal, den Kuchen, den habe ich extra für dich gebacken. Mit ganz, ganz viel Schokolade. Bitte sehr. Eine kleine Aufmerksamkeit vom Personal. Das ist wirklich nett, danke. Aufmachen. Das machen wir gleich. Sophia, du kannst jetzt die Kerzen auspusten. Du darfst ja auch was wünschen. Komm, wir pusten zusammen. Weg. Ja, fein. Weg. Weg. Darf ich meiner Enkelin auch gratulieren? Aber natürlich. So. Na. Herzlichen Glückwunsch, meine kleine Prinzessin. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Aus Boston, wo dein Onkel Leonard jetzt wohnt. Vielleicht hilft dir deine Omi ja beim Auspacken. Gerne. Komm, willst du mir helfen auspacken? Ja, komm, zieh mal hier am besten.
Sophia, guck mal, was der Koalabär alles kann. Ganz schwer tragen. Oh, das ist für die kleine Sophia ein Geschenk. Nimmst du mir das ab? Oh, so. Schön. Ich muss wieder an die Arbeit. Ich glaube, ich bin ja auch unerwünscht. Vielleicht lassen Sie dich auch mitspielen. Also, spiel. Oh, hat euch der Koalabär verlassen? Ach nein, der war die ganze Zeit ganz lieb. Oh, na, da bin ich aber froh. Ich auch. Dafür, dass ich bei der Feier dabei sein durfte. Aber du bist doch ihre Omi. Trotzdem. Wenn ich zu Sophias Geburtstag auch einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass wir uns besser verstehen. Dass ich dich besser verstehe. Das fände ich auch schön. Warum hast du Ansgar die Holding überschrieben? Carla, bitte. Hat er dich erpresst? Oder irgendwie unter Druck gesetzt? Ich sehe doch, dass zwischen euch irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, was du meinst. Entschuldige mich. Mama. Wir beide, wir feiern jetzt weiter. Mutter. Entschuldige bitte, das eben, das war taktlos von mir. Ich wollte dich überhaupt nicht überrumpeln. Weißt du, gerade jetzt, wo ich mich doch so freue, dass wir uns wieder annähern. Ich weiß, du wirst deine Gründe haben, warum du Ansgar die Holding übertragen hast. Ja, die habe ich. Und ich würde sie da auch gerne erklären, aber Wenn du darüber nicht reden willst, dann akzeptiere ich das natürlich. Aber ich möchte, dass du weißt, warum mich deine Entscheidung so getroffen hat. Weißt du, die Holding, die war mir immer sehr wichtig. Kurz vor Vaters Tod, da habe ich ihm das Versprechen gegeben, dass ich die Firma in seinem Sinne weiterleiten werde. Du weißt, dass er immer sehr aufrichtig war und zu seinem Wort gestanden hat. Und ich kann das jetzt nicht. das muss schwer für dich sein. Vielleicht war es ein Fehler, Ansgar die Leitung der Holding allein zu übergeben. Nicht nur vielleicht. Ich rede noch mal mit ihm. Wer weiß, vielleicht gibt es ja eine Lösung. Außerdem war Vater ein sehr guter Geschäftsmann. Er hat sich um seine Mitarbeiter gekümmert. Ach, und du meinst, Ansgar tut das nicht? Ich weiß es sogar. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Kalkulation vorzulegen, dann können Sie einfach gleich Ihre Papiere holen. Wenn Sie mal Ihre Familien feiern, interessiert mich doch ein Dreck. In einer halben Stunde liegt das alles auf meinem Schreibtisch. Ist das klar? Wenn man euch beide so sieht, könnte man glatt denken, ihr beide heckt was aus. Unsinn. Naja, wie man es nimmt. Was heißt das denn, Schwesterchen? Das heißt, dass Mutter und ich was mit dir zu besprechen haben. So, ich platze vor Neugier. Ja, also was ich sagen will, ist, Ja, was denn jetzt? Ich habe nicht ewig Zeit. Carla hat sehr viel Erfahrung, was die Holding angeht. Sie kennt die Geschäftspartner wie sonst niemand. Und du und sie. Also ich denke, findest du nicht, dass ihr zusammen ein unschlagbares Team werdet? Carla und ich. Ja, ihr seid Geschwister. Und wenn ihr zusammenhaltet und gemeinsam über die Zukunft der Holding entscheidet, dann wäre das doch wunderbar. Findest du? Das kannst du vergessen. Mutter wünscht es aber. Mutter hat hier aber nichts mehr zu wünschen. Das kannst du dir nicht gefallen lassen. Ach, weißt du, Carla, im Gegensatz zu dir weiß unsere Mutter, wann eine Sache aussichtslos ist. Ansgar, können wir bitte vernünftig miteinander reden? Was denn so vernünftig wie dein Vorschlag, Carla in die Firma zu integrieren? Carla hat es nicht verdient, so behandelt zu werden. Wer was verdient hat, bestimme ich. Hast du schon vergessen, wo du ohne mich wärst? Nein, aber Du wärst ein Nichts, ein Niemand. Jedenfalls nicht die wiederauferstandene Gräfin von Lahnstein.
Aber das gibt dir noch lange nicht das Recht, andere zu übervorteilen. Ansgar, warte, bitte! Ich will dir mal was sagen, Mutter. Wenn du nicht aufhörst, Carlas große Wohltäterin zu spielen, sorge ich dafür, dass sie ganz schnell wieder im Knast verschwindet. Es soll da noch belastendes Material aus einem Waffendeal geben. Carla ist unschuldig. Das Ganze hattest du doch eingefädelt. Wirkt jedenfalls sehr überzeugend.